Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Ich habe richtig gut geschlafen, tatsächlich. Gestern Abend habe ich eigentlich nicht viel mehr gemacht, außer hier draußen zu sitzen und noch ein bisschen die Stimmung zu genießen. Es ist dann aber auch ziemlich zugezogen und irgendwie gegen 1 Uhr oder sowas hat es dann auch nochmal angefangen zu regnen anscheinend. Ich bin noch ein bisschen verschoben. Sorry, ich bin legit gerade vor einer halben Stunde aufgewacht. Eigentlich wollte ich viel früher schon los. Ich wollte eigentlich schon um 5 Uhr wach sein und direkt Kaffee machen, um dann früh zum Lost Place zu kommen. Aber ich habe meinen Plan jetzt ein bisschen nach hinten rausgezogen. Ich habe ja heute den ganzen Tag Zeit so. Ja, jetzt habe ich hier noch meinen Kaffee. Der wird jetzt noch in Ruhe genossen. Mit einer wirklich wunderschönen Aussicht. Ich blende euch mal die Bilder ein. Und dann geht's gleich los zu unserem Lost Place. Eine halbe Stunde Fahrt haben wir. Und dann sollten wir an ein Schloss kommen aus dem 18. Jahrhundert. Ich bin richtig hyped, ich hab Bock drauf. Jetzt genieße ich noch meinen Kaffee und dann machen wir uns gleich auf den Weg. Es ist doch immer das Gleiche. Da ist auch alles zu. Oh, da oben ist eine Kamera. Leute, ich glaube, das sieht schlecht aus. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wenn wir so ein bisschen von außen reingucken, man sieht schon wunderschön. Auch hier absolut kein Reinkommen. Bloß da hinten hängt eine Kamera, die mich voll gesehen hat. Deshalb würde ich an der Stelle sagen, lieber Missionsabbruch. Ich habe ja gesagt, ich will lieber safe sein und das ist nicht safe hier. Natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Aber gut, sollte nicht sein. Damit finde ich mich jetzt ab. Es waren halt alle Wege, die ich gesehen habe in anderen Videos oder von anderen Leuten. Die waren alle frisch zugemacht. Das heißt, also da gab es definitiv kein Reinkommen. Es gibt ja Leute, die sind absolut eiskalt. Die brechen das auf. Das bin ich nicht. Ich bin eigentlich nur da, um es mir anzugucken. Ich will nichts kaputt machen oder sonst was. Deswegen habe ich da jetzt auch dann lieber einen Rückzug gemacht. Das ist, glaube ich, besser. Schade. Aber trotzdem imposant, auch hier wieder das einfach mal gesehen zu haben. Trotzdem hätte ich gerne das Innenleben dieses Schlosses gesehen. Aber okay, hat nicht geklappt, soll wohl nicht sein. Was soll ich sagen? Es hat leider nicht geklappt. Es war ja fast schon ein bisschen abzusehen, dass es nichts wird. Aber ja, ich habe es mir natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen erhofft. Ja, nicht schlimm, denn genau für diesen Fall habe ich mir schon einen Plan B überlegt, nämlich 2 kleinere Schlösser. Ich trinke jetzt noch meinen O-Saft hier fertig. Wir haben jetzt 10:08 Uhr. 3 Stunden Weg habe ich insgesamt vor mir. Jetzt bis zum ersten Spot sind es 1 Stunde 10, die ich jetzt durchfahren werde. Wir sind angekommen am Parkplatz. Da hinten irgendwo müsste die Location sein. Irgendwo hier hinter mir. Und ja, ich würde sagen, wir machen uns auf den Weg. Es ist düster hier drin. Hier laufen auf jeden Fall noch irgendwelche Geräte. Irgendwas läuft hier noch.
Schaut euch das an. Boah. Heavy. Richtig heavy. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hoch. Wir schauen es uns einfach mal an. Wow. Das Wohnzimmer. Oh mein Gott. Schaut euch diese Hallen an. Oh, krass. Das war auf jeden Fall der Speisesaal hier. Man sieht hier die großen offenen Fenster und dann hier der Raum. Das möchte ich auf jeden Fall jetzt gerne mal capturen mit meiner Filmkamera. Ich stelle euch mal eben kurz hier unten ab. Ihr könnt ja gut auf euch alleine aufpassen. Hier scheint wohl mal so eine kleine Bar gewesen zu sein, die dann da an dem Kamin stand. Man kann sich das richtig gut vorstellen. Wahrscheinlich war dann hier noch so eine kleine Küche. Die hatten einfach einen eigenen Aufzug, Junge. Wie krass musst du sein, dass du einen eigenen Aufzug hast? Wie riesig ist das denn? Ey, ich verlaufe mich, glaube ich, hier drin. Ich muss echt aufpassen. So eine wertige Handarbeit kriegt man heutzutage gar nicht mehr. Wow, da unten ist auch noch ein großes Schlafzimmer. Es ist wirklich schwer, den Überblick zu behalten, um ehrlich zu sein. Oh ja, das ist die obere Etage. Oh, die ist ziemlich runtergerockt. Alter, das ist so heftig. Immer wenn man denkt, okay, das wird jetzt das Ende gewesen sein, kommt das nächste Zimmer, kommt der nächste Raum. Da hat's mal gebrannt. Ja, da möchte ich nicht so gern rein. Hier ist das große Zimmer von oben. Oh, wow. Sorry, dass ich die ganze Zeit immer nur oh wow sage, aber ich muss ehrlich gestehen, viel mehr fällt mir gar nicht ein zu dem Ganzen hier. Hier ist einfach alles pechschwarz. Wow. Das ist irgendwie traurig auf seine ganz eigene Art. Schaut euch das an. Das ist so ein riesiges Gebäude. Boah, der Raum ist ja auch heftig. Alter. Boah. Oh mein Gott, ey. Leute, was haben wir uns da rausgesucht für einen Spot? Der ist ja wirklich todesgeil. Es fällt mir schwer, die Orientierung zu behalten. Habe ich ja eben schon mal kurz gesagt. Kann ich nur noch mal bestätigen. Es ist echt nicht so leicht, hier den Überblick zu behalten. Inzwischen bin ich noch mal ein bisschen weiter nach unten gegangen. Ich hoffe, man sieht mich. Man kann mich überhaupt erkennen. Wild, einfach nur wild. Also die Hallen hier sind so unterschiedlich. Auf der einen Seite sieht es manchmal aus wie ein einfaches Wohnhaus. Im nächsten Moment denkt man ist einfach im Mittelalter, im Schloss. Hier liegen auch noch Unterlagen. Das späteste Dokument, das ich hier gefunden habe, ist 1998. Ich würde sagen, wir gehen mal noch raus auf den Balkon, dass wir uns auch mal noch das Gebäude von außen anschauen können.
dieses prächtige Gebäude. Ich meine, schaut euch das mal an, ja? Guckt euch das an, ist das nicht wild? Ist doch einfach nur krass, oder? Ist doch einfach nur wirklich krass. Ich finde das so faszinierend. 98, das müsst ihr euch mal vorstellen. Also ich bin 97 geboren, ja? Nur, dass ihr das mal so ein bisschen in den Kontrast setzen könnt. Ja, also krass. Sehr, sehr krass, wirklich. Ich bin noch ein bisschen sprachlos, weiß noch gar nicht so wirklich, was ich sagen soll zu diesem Ort hier. Das Einzige, was ich euch nur sagen kann, ist, dass ich nicht damit gerechnet habe, dass das so ein krasser Ort ist. Hier sieht man auch nochmal das Gebäude von außen. Und ich gehe mal davon aus, dass das hier die Anfahrt war oder der Haupteingangsweg. Ist das vielleicht ein Trampelpfad, der in die Stadt führt? Aber auch wirklich wunderschön hier gelegen, unter dem dichten Wald hier, zwischen den Bäumen. Einfach dieses Chateau. Also Chateau, Chapeau, das war nicht schlecht. Also sehr schöner Lost Place, für den ich definitiv froh bin, ihn gesehen zu haben und die Strecke hier rausgefahren zu sein. Von außen ist halt einfach ein Absperrzaun davor. Ah ja, ihr seht's ja. Es ist Wahnsinn. Absolut Wahnsinn. Wirklich ein wahnsinniger Ort. Das war einfach nur krass. Auch wenn der Zustand von diesem Chateau natürlich nicht der beste war. Ich meine, ihr habt es gesehen, da war ein Brand drin. Wie soll da auch ein guter Zustand drin sein? War vielleicht mal auf irgendwelchen Schlössern, die zu Museen umfabriziert wurden, aber in einem wirklich verlassenen Chateau war ich noch nie. Und das war schon eine sehr interessante Erfahrung. Also mir ist da kurz der Ritter aus mir gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist kurz der Ritter in mir rausgekommen. Krass, wirklich. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir zurück zum Auto. Danach haben wir circa eine Stunde Weg vor uns. Vielleicht machen wir noch eine kleine Pause, snacken was und dann geht's weiter zum nächsten Spot und letzten Spot für diese Tour. Wir haben noch ein weiteres Chateau vor uns. Etwas kleineres, gediegeneres, aber wohl in einem sehr, sehr guten Zustand. Also würde ich sagen, geht's weiter.
gar nicht drauf klar, was ich da alles gerade gesehen habe. Also ich wusste, dass noch Teile der Räume eingerichtet sind. Ich wusste nicht, dass noch das komplette Hab und Gut in diesem Haus ist. Komplett über den Boden verteilt, die ganzen Klamotten, die Spiegel. Es ist so krass. Der Spot, der war, also das war vielleicht so der krasseste Lost Place, den ich bisher gesehen habe, jetzt ohne Scheiß. Also der Essensraum und der Wohnraum, also ich weiß nicht, ob mein Gehirn das verarbeiten kann. Das war ja sowas von krass. Also am liebsten hätte ich da gerne so 2 Stunden einfach nur mit Filmen und Fotografieren verbracht. Aber als Urbexer ist man dann doch auch immer irgendwie so ein bisschen auf schnellem Fuß, weil man halt nie weiß, was passiert und ob vielleicht doch die Polizei gerufen wird. Deswegen war ich knapp eine halbe Stunde an dem Spot und bin dann auch gegangen. Ja, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde Fahrt vor mir, habe mir jetzt noch kurz einmal hier Zeit genommen, um dieses Video hier in einem schönen Rahmen abzuschließen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich kriege daraus ein cooles Video gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie es mir auch gefallen hat. Abonniert mich gerne für mehr von dieser Art. Drückt die Glocke, damit ihr auch nichts verpasst. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.